So Leute, der zweite Teil. Ich musste erst nochmal wieder hier hochlatschen, weil das Spiel abgeschmiert ist. Richtig. Naja, selbst ist ein Donnerwetter. Ja gut. Macht ja nichts. Wir wissen ja trotzdem, wo wir waren. Okay. Muss ich Kassette finden? Wieder was zu lesen. Oh, scheinbar ist unsere Mami Zeichnerin. Oder hat was gezeichnet zumindest. Halloween Show! Don't forget your costume! Bitte, ja. Ich liebe Halloween. Sometimes you just have to lie to Mom and Dad. Absolut. Like when Lonnie asked me to see a band with her and stay over at her friend's place in the city after. That's a lie to Mom and Dad situation. But it was so worth it. The girls on stage were just so loud and real and awesome. And everybody was moving together like one huge tide of sound. Between two songs, Lonnie leaned over and said, "How do you like your first show?" I was so happy. I felt tears starting in my eyes. And then she up and hugged me. I think she could tell. Das Kostüm hat mir echt gut gefallen und dass Lonnie das gezeichnet hat, finde ich ja total süß. Ah, guck mal. Geheimgang. Was ist das? Happen Dead Sea. Okay, die finden wir doch noch die Kassette, oder? Ah. Huch, gib her. Dann los. Ja? Ich glaube, das singt alles Lonnie. Also soll sie singen. Sam's Darkroom, do not enter. Red lights are on. Ist ja eh verschlossen. Okay, warte, wo war der? Was war das? Bei Mom and Dad. Okay, also hier rein. Ist hier drin irgendwas? Da. Ich weiß, wie man croucht. Ein Zettel. Geheimräumchen. So wie hier. Library upstairs hall for you. Okay, das kriegen wir hin. Was ist das? Das ist uncool! Scheißding. Das mag ich nicht. Ach ja, hier habe ich dich nicht angemacht, ne? Weil ich ja erstmal nach oben gerusht bin, damit wir... Okay, wie soll das sein? Hier in der Ecke, also hier. Ah. Weg damit. Was ist das? Maidenhead. Folio? At Todd's brother's place after the show, there was only a futon to sleep on, so Lonnie and I shared it. The lights went out. I was turned toward her. My eyes started to adjust, and then I could see she was looking at me, too. In the dark, she smiled. My heart was beating so fast. I rolled over. I felt so, I don't know, nervous? After a minute, she put her arm around me and was so close and whispered in my ear, "I really like you." I just nodded my head, and I really hope she could tell. I really hope that she meant what I think she did. I felt like a shook-up can of soda ever since. I hope we have the chance to talk before I explode. Irgendwas von nach oben, ne? Das klingt so, als wäre sie wirklich sehr verliebt, meine kleine Schwester. Okay, hier irgendwo sollte das sein. Nein? Geht zurück. Wie geht's? Ein Ouija-Board. Ich hasse diese Dinger. Sollte man ihn nicht benutzen, weg damit. Hello, hello.
Who are you, Oscar? What do you want? To come back. Na, nimm's. 0,50,1 war's gleich. 0 und 0. Was ist das? Schwesterchen, man raucht nicht. Und sie scheint Klamotten zu klauen. Und Papas privaten Schatz gefunden zu haben. Lonnie came over today, but everything was different. She was sitting at my desk chair, and she wouldn't look at me. Finally, I asked her what was going on. She said she felt like she'd done something wrong that night in the city. Like I must think... But I said no. There was nothing wrong. I just wanted to say... But I couldn't find the words. I felt like I was gonna cry, but I wasn't sad. She got up and sat next to me on the bed. I looked at her. Lonnie, do you think you could ever... And that's when she kissed me. Oh. Schwesterchen. Wir scheinen wirklich verliebt zu sein, die zwei. Sam und Lonnie. Eindeutig. It's different now. I mean, we still hang out all the time like before. But now when no one else is around... Well, you know. So you could say we're dating. Für mich? But it's secret. Secret dating? I don't know. I mean, I guess that's the real difference. Now when we get off the phone, or go home for the night, or it's just quiet and we're alone, we say I love you. Wo ist das Ding laut? Oh, Lampe. Ein Schrank. Was ist das? Oh, so Herzchen, ja. So ein Ding hatte ich auch mal. Als ich klein war mit einer besten Freundin. Sam. Hey, super. Ich kann aufs College. I'm so stupid sometimes. I was telling Lonnie that I got into my college summer program thing, and I was all making plans like, you should come visit me, stay in my dorm room. But she said, Sam, I ship out on June 6th. I was like, ship out? To where? She said, to basic training. What did you think I was doing all that ROTC stuff for? I guess she's been planning to join the army right after high school since she was like 12. And I guess she's really going to do it. So I was like, after graduation, I'm just never going to see you again? She said, let's just have fun while we can. Okay. Unsere Mami scheint aus Kanada rübergekommen zu sein. Hübsche Mami. Ein Brief an Sam. Oh, ein Herzchen von Lonnie. Hm? X-Ray. Goes out, set list. Okay. Todd's band lost their singer. Todd said he sucked. Lonnie said he got sick of Todd's shit, and he was complaining about needing a new singer. So Lonnie was like, I can sing. And they were all kind of like, you can? And she was like, probably. But she's been rehearsing with them for like a week now. And I finally got to see them play in Todd's basement today. And she's actually really amazing. I feel so proud when she's on stage. It's incredible being in awe of someone you love. So everybody knows it's like a temporary situation till she ships out in June. But till then, I'm gonna be at every single show. Absolut. Hören wir uns die Musik an.
Fancy. Okay. Coolio. Nee, ich mag die Musik hier. Also von der Musik her ist echt cool. Bis auf das eine. Das mag ich nicht so sonderlich. Es fängt halt blöd an. Was ist das? Money. War anscheinend auf einem Schooltrip. Hat dir nicht gefallen? I tell you to stick with the group on field trips, Katie. There's a reason for that. Lonnie and I snuck off on the side paths at Multnomah Falls and got a little lost. Okay, a lot lost. Like, for hours. Right before the bus left, we found a trail and came running down the path, soaked and covered in mud, shouting for the bus not to leave. The school called home. Mom and Dad said, "You didn't get into trouble like this before you met that Lonnie girl." But I don't think they know about us. The kids at school, though, I'm really afraid that's a whole other story. Oh nein. Stick with the group, Katie. Stick with the group. Gottchen, ich glaub, sie werden nicht genug. Custom, Skeleton and Devils. Cheerleader from Smells Like a Teen Spirit. Nirvana. Toll. Ich liebe Nirvana. One girl dresses as Jackie Kennedy. Mein Gott. Psycho House Girl. Okay. Ach, wegen sowas zu lügen, ich weiß nicht, finde ich jetzt nicht so toll. Also wenn sie wirklich ihre Eltern nichts davon gesagt haben. I don't get Lonnie sometimes. Like, her band, and our zine, and her hair, and everything are all anti-authority. But I watch her in JROTC, and she's doing drills in perfect formation. Following orders, no question. And there's all this stuff in the news about don't ask, don't tell. Like, she's going to join the army and then have to lie about who she is. She said they don't need to know what they don't need to know. Like it was no big deal. This from the girl who trashed her locker to, like, defend my honor. I've learned when to stop arguing, though. I don't think Lonnie even gets Lonnie sometimes. In Spanisch. In Espanol. Hübsches Bild. Sehr hübsches Bild. Einfaches Klo. Einfaches Klo. Was ist das? Adults. Win Fire. Okay. Eine Eintrittskarte. This guy was the coolest thing I found in Mexico, and it was like $3 American. I love it. Merry Christmas. Miss you, Lonnie. Trash always. Okay, das heißt, der coole Totenkopf war von ihr. Coolio. Damit. Und weg damit. Schon wieder das. Oh, warte. Süß. Das ist echt süß zusammen, ne? Rom, würde ich sagen. Oder? I'm on that in some vacation. Vatikan is weird. Ja, sie sind am Vatikan, also in Rom. Next stop ist Barcelona. Viva la España. Ich mag Spanien. Absolut. Hab ich gewohnt. 3 Jahre. War toll. Schon wieder sein. Sehr, sehr lang. Okay. Sieht da noch? Och. Kühlschrank! Okay, sie hat in einem Burger Store gearbeitet. Was haben wir denn alles? Wir haben Milch. Irgendeine Dose, wahrscheinlich so eine Art
Zeugs, Ketchup, Salatdressing, Cheese, Ice Cream. Da war, glaube ich, irgendwas anderes drin. Ich glaube, Nudeln oder so ein Schmankerl. Ja, ich habe Schmankerl. Ist aber so laut, dass ich dann nicht sagen kann. Okay, was ist das? Cups. Licht an. Könnt ihr es nämlich besser lesen. Das Telefon eh nicht funktioniert, weil das eh nicht an. Ist nicht zu essen da, nicht zu essen. Ich verhungere. Ketchup habe ich. Irgendwelche Dosen. Was ist das? Tuna Dinner. Das hört sich verlockend an. Katie comes home this month. Okay. Was ist das? Ich frage mich echt, ob es die Bücher gibt. Okay. Interessant. Billiger Rausch. 40 Bucks für Pizzen. Ja. Oh, da hat unsere Schwester gearbeitet, ne? Das machen Amis generell gerne in so Burgerbuden und so. Ich meine, ich find's toll. Ich find's besser, wenn man arbeitet und dann noch ins College geht, wie wenn man gar nichts macht und sein Leben irgendwie vertrödelt. Da war ich schon drin, oder? Nein, da war ich noch nicht drin. Da hinten dann auch nicht. Das ist auch nur ein Bad. Ja, es ist ein Badezimmer. Was haben wir denn da? Nochmal. Risotto. Mit 10 unterschiedlichen Arten. Pizza on the weeknight? Yes. Absolut. Finde ich auch. Pizzen sind toll. Nicht jeden Tag. Größtenteils. Okay. Sollen wir Wäsche waschen? Nein, sollen wir nicht. Okay. Aber sowas liebe ich ja total. Das ist total schön. Und dann noch regnet wie heute. An jedem schönen Tag. Was ist das? Notiz. Ah, guck mal. Da fahren sie also hin. Da sind sie hingefahren. Okay. Secret door schon wieder. On the stairs. We agreed our last night together would be our happiest ever, and we'd forget tomorrow was going to come at all. It worked for a while. We had a good time seeing Oscar off, then ran up to the attic to look through our photos, to find one for Lonnie to take with her. And looking at them, I realized they were all in the past, and there wouldn't be any more. I didn't know what I was going to do. And I cried. And she held me. She said she knew it was hard, but life would move on. I said I didn't want my life to keep moving without her. That's when she cried too. I was so exhausted. I must have fallen asleep like that, in her arms. In the morning, I woke up, and I was finally alone. Oh, okay, was ist das? Possession and Exorcism. Ja. Ach ja, stimmt, da war was. Oscar, natürlich. Hi, stell es wieder hin. Ist das Oscar? Hallo, Oscar. Sowas macht man nicht. Exorzismus ist scheiße. Ach, das ist ja eklig.
The sunset light in this house is the saddest thing I've ever seen. I just want to sleep. When I'm in the attic, it almost feels like Lonnie could still be here. She's just downstairs. I'm just waiting to hear her pull down the hatch and come running up. Maybe I'll go up to the attic and wait. Das machen wir jetzt auch. Wir sind sogar fast am Ende. Also wir sind eigentlich am Ende. Wie gesagt, es ist zum Suchen und so. Es gibt natürlich viel mehr. Ich bin jetzt ein bisschen durchgerusht, mehr oder weniger. Aber naja. Oh my God. Das ist übrigens Katie, alles noch nie. Hab ich erfahren. I fell asleep in the attic, in Lonnie and my old spot, and I missed the first 2 calls. I just barely caught the third one before the machine got it. And it was Lonnie, on a payphone. She'd been on the bus to Basic, and she said she couldn't think of anything but me and us, and that she couldn't go through with it, with the army and being apart and all of it. And so she got off the bus in Salem. She said, "Sam, I want you to pack up everything you can and get in your car and come find me. And let's just drive until we find somewhere for us." And she asked me if I could do that. And I said yes. Yes. Das ist ein schönes Ende. Jetzt wissen wir wenigstens, dass unsere Schwester Katie, weg ist. I'm so sorry Und wo? that I can't be there to see you in person. That I can't tell you all this myself. But I hope as you read this journal and you think back, that you'll understand why I had to do what I did. Na klar. And that you won't be sad, and you won't hate me. And you'll just know that I am where I need to be. I love you so much, Katie. I'll see you again. Someday. Love, Sam. Also ich muss zugeben, ich finde es schön. Die Geschichte finde ich total süß erzählt und so. Allerdings, warum? Ich meine, sie schmeißt jetzt wirklich alles weg. College und so. Ich glaube, ihre Schwester hätte es verstanden. Naja, wie ihr seht, das ist jetzt das Ende. Es ging ziemlich flott. Man kann natürlich noch ein paar Sachen finden, lesen. Prinzipiell würde ich sagen, 18, 19 Euro ist das Spiel nicht wert. Absolut nicht. Aber, naja, 5 Euro geht. Es macht halt Spaß. Die Atmo ist echt gut. Die Musik ist super. Lustig. Na, ich hoffe, es hat euch gefallen, das kleine Let's Play. Das ist wirklich ein kleines, glaube ich, nur 2 Parts oder so. Und die ganzen Namen. Yay. Sehr schön. Also vom Design her hat es mir auch gut gefallen. Ich hätte es mir gewünscht, dass man noch irgendwie aus dem Fenster gucken kann. Das ist irgendwie, keine Ahnung, nirgendwo das Leben und so. Wow. Musik ist echt gut. Special Thanks. Excellent. Das ist ein Name. Extra special thanks. Our parents, families and friends for their unending support and encouragement. Ja, auf jeden Fall, das war das Ende von dem Spiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play. Ich weiß auch noch gar nicht, wann ich es dann hochladen werde und was ich dann hochladen werde. Ich kann mir mehrere Dinge vorstellen, aber mal gucken. Vielleicht auch ein Let's Play Together mal sehen. Weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Gucken. Oh. Sam und Ronny.
Eine sehr süße Geschichte. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ihr überlegt euch, ob ihr das euch holen solltet, aber für den vollen Preis würde ich es nicht tun. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber für den Preis, wo ich es dann gekauft habe bei Steam, Sale ist immer toll, absolut, das war es wert.